Und bei mir ist jetzt meine Kollegin, die Social-Media-Redakteurin Marlene Bardun. Kamala Harris hat ja einen richtigen Hype auf Social Media. Wie erklärt man sich das? Was passiert da genau? Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also ich würde sagen, es gibt mehrere Zutaten quasi, die jetzt zu diesem Hype geführt haben. Einmal natürlich eine extrem aufgeladene politische Situation. Joe Biden ist zurückgetreten, die Demokraten suchen einen neuen Kandidaten, eine neue Kandidatin. Sie wird da als Favoritin gehandelt. Und dann kommt eben so eine Internetsensation wie der Brat Girls-Trend. Alles angefangen hat mit der Popsängerin Charli XCX. Sie hat dann einen Tweet abgesetzt, in dem sie gesagt hat, Kamala ist Brat, sie ist eine Brat, sie ist zu Deutsch eine Göre. Und mit diesem Aufschwung sozusagen, kann man sagen, hat Kamala Harris jetzt eine Welle des Hypes, auf der sie aktuell auch noch ganz gut reitet. Wie ist dieser Brat-Trend genau entstanden? Also so richtig erklärt sich einem das ja nicht aus deutscher Sicht erstmal. Ja, also auf Deutsch, Brat bedeutet Göre, denkt man sich erstmal, was ist da los? Es bedeutet quasi mehr als einfach nur ein freches Mädchen zu sein. Damit wird sozusagen eine optische Ästhetik ist eine optische Ästhetik gemeint, zum anderen aber auch ein Lifestyle. Wir haben es gerade vorher schon gesehen. Es gehört nicht mehr dazu als ein Tanktop und Zigaretten und ein Feuerzeug. Es geht mehr darum, dass man einfach macht, ohne darüber nachzudenken, was eventuell andere Leute denken. Es wurde der Brat Girls Summer eingeleitet, bedeutet ein Sommer, in dem alle Frauen Brats sind und einfach machen, wie sie meinen, chaotisch sind, nicht drüber nachdenken, einfach losgelöst von allem. Und ja, in diesem Bild sieht sich jetzt Kamala Harris, beziehungsweise sehen andere Leute Kamala Harris, die sie jetzt als Brat bezeichnen, und das geht jetzt durch das ganze Internet. Sie selber ist darauf ein bisschen aufgesprungen, beziehungsweise ihr Team. Das sieht man an dem Banner ihres Twitter-Kampagnen-Accounts. Der ist jetzt im Brat-Style angelehnt an das Album Brat von Charli XCX designt. Also diese quietschgrüne Schrift, beziehungsweise dieser quietschgrüne Hintergrund, dieser schwarze, simple Schrift drauf. Und das ist jetzt sozusagen Kamalas Zeichen, offiziell sich als Brat zu bekennen, könnte man sagen. Es war ja schon der letzte US-Wahlkampf wirklich eine knallharte Social-Media-Schlacht. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Wird sich das intensivieren und kann Harris dann diesen Hype auch mitnehmen, um den dazu nutzen? Ich meine, die Republikaner greifen ja jetzt schon an. Da hilft so ein bisschen Unterstützung von der jungen Generation, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen bei Hypes immer die Frage. Sie kommen schnell, sie können schnell wieder gehen. Aktuell lässt Harris so ein bisschen ihre Social-Media-Community für sich arbeiten, kann man sagen. Bis auf diesen Twitter-Banner, X-Banner, hat sie da selber noch nicht viel zusätzlich gemacht. Anders als eben ihr Konkurrent dann, in dem Fall Donald Trump, von dem wir ja wissen, er kennt sich aus mit Social Media, er kennt die Macht der Bilder. Das hat man jetzt bei dem Attentat auf ihn am 13. Juli noch mal gesehen. Dieses Bild, was um die Welt ging und was auch in die Geschichtsbücher eingehen wird, wo er die Faust in die Luft reckt. Und er macht weiter, denn er kennt natürlich auch die Protagonisten, die auf Social Media groß sind. Da gibt es zum Beispiel den US-Influencer Logan Paul. Bei dem hat er sich jetzt in den Podcast gesetzt. Paul hat insgesamt über 70 Millionen Follower auf Social Media. Der Podcast mit Donald Trump, in dem er quasi nichts weiter als Wahlkampf macht, der wurde über 6 Millionen Mal angesehen. Also Donald Trump ist da auf jeden Fall in einer Offensive. Er ist jetzt auch auf TikTok. Also da muss Harris sich definitiv warm anziehen, wenn sie da mithalten will. Marlene Bardun zum Brat-Trend rund um Kamala Harris. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne.